schön, dass du wieder da bist. Dritte Mal, dritte Runde. Ja, schon fast eine Tradition. Ja, jetzt kurz vor Weihnachten haben wir gesagt, packen wir das Thema DevOps mal an. Aus unserer Erfahrung her, neben Prince2 und ITIL ein drittes Produkt, was super interessant ist, aber für uns auch auf dem Markt noch nicht so angekommen ist, wie es vielleicht sein sollte. Und da versuchen wir jetzt natürlich so ein bisschen mal Licht in DevOps zu bringen. Für was braucht man es? Was ist DevOps? Und das wäre auch schon meine erste Frage. Also was versteht man denn unter DevOps? Ja, also der Name sagt es ja eigentlich schon ein bisschen, ne? Dev für Development, Entwicklung, Ops für Operations. Wenn du in die klassischen IT-Organisationen guckst, zwei getrennte Silos mit eigener Sprache, eigener Kultur, eigenen Vorgehensweisen, eigener Technologie. Und dazwischen hast du dann so einen Übergang, man nennt das im Englischen die Wall of Confusion, Genau. wo Informationen hängen bleiben oder wo man sagt, die einen entwickeln was, schmeißen es über den Zaun, die anderen sollen es dann betreiben. Genau. DevOps hat das Ziel, das aufzulösen. Das heißt, diese Silos aufzulösen, für einen möglichst schnellen Fluss von Anforderungen in Betrieb, also über die Entwicklung, über Qualitätssicherung in den Betrieb zu sorgen. Und löst das mit crossfunktionalen Teams. Das heißt also, Dev-Leute übernehmen auch Verantwortung für Betrieb, Betriebsleute übernehmen Verantwortung für Dev, sodass das im Prinzip in eine Überlegung hineingebaut wird. Plus die Kultur, die dazu gehört, mit sehr vielen agilen Einflüssen, schnelle Veränderungen und viel Feedback-Kultur mit viel kontinuierlicher Verbesserung und ganz viel Automation, dass man versucht, diese Abläufe hochgradig zu automatisieren, um diesen Flow halt möglichst schnell herzustellen. Darum geht es in DevOps. Also ein Hauptthema, denke ich, ist auch die Kommunikation unter den Abteilungen zusammen. Ne? Dass man auch mal sagt, was will die Produktion, was will das Development und wie du schon gesagt hast, dass man nicht irgendwas dann über den Zaun schmeißt und die anderen müssen es betreiben und es war gar nicht so gedacht, wie sie es eigentlich dann hatten. Und ganz wichtig, das ist ein Kulturthema. Ja. Also DevOps ist ganz viel Kultur. Kommunikationskultur, Zusammenarbeit und auch sich zu öffnen. Das Problem ist, dass der Dev-Bereich hat natürlich ganz andere Ziele als ein Ops-Bereich zum Beispiel. Im Dev-Bereich, da geht es um Geschwindigkeit, da geht es um Veränderung, da geht es um Entwicklung. Im Ops-Bereich geht es um Stabilität, Verfügbarkeit, Sicherheit. Ja? Und wie man ja so schön sagt, never change a running team. Ne? Ja. 80% für Incidents verantwortlich sind, dass irgendwo einer einen Change gemacht hat. Das heißt, da prallen gegenseitige Ziele aufeinander und es gilt, das halt sauber zusammenzubringen. Okay, also wir sehen ja unter Prince2, unter Prince2 7 kam ja das Thema Mensch. Das ist jetzt ein großer Punkt, ein großer Inhalt von Prince2 7. Würdest du es bei DevOps genauso sehen, dass das ein Schwerpunkt ist oder gibt es auch noch andere Parameter? Ja, es ist wirklich der größte Schwerpunkt eigentlich. Also diese Zusammenarbeits-, Kollaborationskultur zu etablieren. Und gerade auch diese Kulturaspekte, die man ganz viel aus den agilen Welten bekommt. Es hat auch ganz viele Einflüsse von Lean zum Beispiel, also von Produktionslinien. Ja. Wie kann man also den Arbeitsfluss organisieren mit möglichst wenig Ausschuss, möglichst wenig Müll, möglichst wenig Rücksprüngen. Ja. Und das hat natürlich viel auch mit zu tun mit Verantwortlichkeiten. Und das löst DevOps mit crossfunktionalen Teams, mit einer sehr offenen Arbeitskultur, mit Selbstorganisation und mit auch einer kulturellen, sicheren Umgebung, in der Feedback gefragt ist, in der Selbstkritik gefragt ist, in der kurze Lernzyklen gefragt sind. Okay. So, Kultur, ein Riesenaspekt in DevOps. Und was würdest du sagen, wenn man jetzt DevOps einführt, welche Best Practices sollte man da nutzen oder auf welche sollte man achten, dass es auch erfolgreich wird? Ja, eigentlich ist es fast wie bei allen Frameworks erstmal, du brauchst eine Vision oder eine Strategie am Anfang. Also es muss ganz klar sein, warum machen wir das? Gerade weil es gibt zwei Punkte, die man beobachten kann, woran das scheitert in der Regel. Einmal ist zu wenig ausgebildete Leute. Ja. Hört sich immer so ein bisschen blöde an, wenn ich das sage, wo ein Framework dran steht oder du, der Schulung verkauft, dann ja klar sagen die das mit Schulung. Es ist aber tatsächlich so, dass wir das im Markt sehen, dass es dieser Fachkräftemangel, es gibt viel zu wenig Leute, die
ausgebildet sind. Und das ist dann, diese Ausbildungen sorgen immer für eine gemeinsame Sprache. Das ist die gemeinsames Handeln, gemeinsame ID. Parallel dazu, wenn ich etwas verändere, wir verändern die Arbeitsweise einer Organisation, wir verändern das Verhaltensweise der Leute und das geht immer nur ausgehend von einer gemeinsamen Zielen und einer gemeinsamen Vision. Ja. Das heißt, das ist etwas, was ganz wichtig ist. Nicht wir führen DevOps ein, weil wir DevOps einführen, sondern wir führen DevOps ein, weil wir übergeordnete Ziele erreichen wollen. Weil du brauchst das dann wiederum, du hast verschiedene Stakeholdergruppen, wie wir schon gesagt haben, mit verschiedenen Zielen, mit verschiedenen Schwerpunkten und du brauchst die übergeordneten Ziele, woran die sich komplett ausrichten können, damit das dann in crossfunktionalen Teams auch funktioniert. Und das wird häufig nicht genug betrachtet. Und dann haben wir den Kulturaspekt, dann wird DevOps als Methode missbraucht und dann man führt dann irgendwelche, keine Ahnung, Stand-ups ein und irgendwelche Gruppenstrukturen, aber die ganze Kultur, die dahinter führt, der Führungsstil, der dazu gehört, der fehlt dann. Und wie gesagt, häufig sind die Leute auch nicht gut ausgebildet und wissen eigentlich gar nicht, was sie tun sollen. Ja, wir merken das ja auch. Also wenn man sieht, ITIL als Best Practice, Prince2 mit Projektmanagement-Methode, fällt DevOps tatsächlich so ein bisschen hinten runter. Also es ist der Bedarf, ist, denke ich, da, aber es wird noch nicht so auf dem Markt gesehen, dass man die Leute dazu auch vernünftig ausbildet. Ja, wir haben ja wir als PeopleCert haben ja vor ungefähr 1,5 Jahren das DevOps Institute akquiriert. Ja. Und das war eine ganz bewusste Entscheidung, weil in der Vergangenheit, wenn du auf den Markt schaust, war DevOps und ITIL immer so ein bisschen wie Konkurrenten. Ja. Klar, wenn du, sag mal, um ein Ausbildungsbudget konkurrierst, ist es auch so. Aber wir wollen ja Dev und Ops zusammenbringen. Das heißt also, in der Realität, in den Unternehmen geht es darum, das, was du basierend auf ITIL meistens in den Ops-Organisationen machst, basierend, was du in den Dev-Organisationen machst, das zu integrieren. Das sieht man auch ganz klar in den Entwicklungen von ITIL zum Beispiel, sich viel mehr als Schnittstelle zu etablieren und das sauber zu verknüpfen. Also das, was wir sehen, ist ganz klar, DevOps und ITIL ist viel besser zusammen als gegeneinander. Aber wenn du es gegeneinander positionierst, hast du ja genau diese Silos, die keiner braucht. Nee, also ich sehe das genauso. Das arbeitet auch ganz eng zusammen. Ne? Das betrifft zwar, sag ich mal, Produktion und Entwicklung, aber auch die beiden müssen sich eigentlich mit IT-Service-Management, mit ITIL auskennen. Also was ich auch für sinnvoll halten würde, ist gerade, wenn man die Ausbildungen startet, dass man diese beiden Gruppen im DevOps-Bereich vielleicht auch mal zusammenzieht. Ne? Heterogene Gruppen macht und nicht sagt, so, wir machen jetzt die Entwickler, die kriegen ihre DevOps-Schulung und die Produktion und fertig, sondern zusammen. Du kannst ja nicht zusammenarbeiten, wenn du nicht weißt, was vor dir passiert oder was hinter dir passiert. Ja. Und wenn es dich auch nicht interessiert, weil du musst ja Software so entwickeln, dass sie am Ende auch betrieben werden kann. Ja. Die Leute, die es betreiben sollen, müssen frühzeitig wissen, was sie an Rahmenbedingungen aufbauen müssen, damit sie diese Software auch betreiben können. Von Know-how, von Kapazitäten, von Rechenleistung, von alles, was dazugehört. Und das funktioniert natürlich nicht, wenn ich dir heute sage, oh, übrigens, morgen machen wir einen Rollout. Ja. Das heißt, diese Anforderungen, die ja ausgewogen zusammengehören müssen, weil am Ende des Tages geht es darum, das ist vielleicht auch nochmal ein ganz wesentlicher Aspekt, diese Perspektive der Anwenderorganisation anzunehmen, der Kunden einzunehmen. Ja. Weil ein Service, und das haben wir ja in ITIL auch, ist ja nur dann wertschöpfend, wenn er vom Kunden wirklich verwendet wird. Ja. So, ich kann ja die schönste Software entwickeln, wenn sie nicht sauber betrieben wird bringt nichts. Bringt nichts, ganz genau. Dann kann sie nicht genutzt werden. Ja. Und das ist etwas, worum es geht, das von vornherein zu berücksichtigen und als einen Flow in der Organisation zu etablieren. Und da gibt es dann verschiedenste Ansätze, wie man das machen kann. Da hat DevOps auch viele verschiedene Möglichkeiten. Aber letztendlich, das ist das, worauf es ausgezielt wird. Und das ist schon, ich persönlich finde es super, wenn zum Beispiel alle Leute in der Organisation, die in IT arbeiten, eine DevOps Foundation und eine ITIL Foundation hätten, weil dann schaffst du wirklich so diese gemeinsame Nomenklatur, diese gemeinsame Sprache, ein gemeinsames Verständnis. Ja. Wenn wir jetzt nochmal auf die Ausbildungswege gehen würden von DevOps, ist ja ähnlich, sage ich jetzt mal, wie unter Prince2 auch. Also es gibt jetzt nicht so viele Ausbildungszweige wie unter ITIL. Kannst du da nochmal drauf eingehen? Grundausbildung haben wir eben gelernt, das ist die DevOps Foundation. Genau. Und was kommt danach? In DevOps gibt es nicht dieses Qualifizierungsschema mit 2, 3, 4, 5, 6 Schritten, wie es das in ITIL zum Beispiel gibt. Du hast hier mehr Möglichkeiten, frei zu gestalten, was du jetzt brauchst.
das Top-Thema oder das am meisten benutzte Produkt ist die DevOps Foundation. Das erklärt die Grundlagen. Das ist, glaube ich, auch etwas, was jeder braucht, damit du erstmal verstehst, was DevOps überhaupt ist, wie es funktioniert, was die Voraussetzungen dafür sind, wie man sich in einer DevOps-Welt auch bewegt. Dann gibt es den darauf aufbauend, den DevOps Leader. Das ist dann etwas, wenn ich da drin Verantwortung übernehmen muss. So ein bisschen wie bei Prince2 Foundation Practitioner. Und dann gibt es eine ganze Reihe Schulungen, die eigentlich Spezialthemen betrachten. Also zum Beispiel Site Reliability Engineering ist ein Ansatz, wie man Operations betreiben kann aus der Perspektive einer Softwareentwicklung. Das ist ein von Google entwickelter Ansatz, oder da hat man das als allererstes gemacht. Man könnte auch sagen, es ist eine Interpretation von Service Management ITIL in dieser Welt. Ist auch für ITIL-Leute super spannend, weil da sind ein paar Ansätze drin, die man auch wunderbar in der ITIL-Welt anwenden kann, um auch diese Integration herzustellen. Es gibt natürlich sowas wie DevSecOps, ne, wo dann Security eine Rolle spielt. AI-Ops, ne, wo ganz viele Leute auch mal fragen, wo ist denn in ITIL zum Beispiel der AI-Aspekt? Ja, wir haben ja alle Practices überarbeitet, da ist das auch mit drin. Aber zum Beispiel AI-Ops aus dem DevOps-Portfolio oder DUI-Portfolio beantwortet diese Fragen auch. Deswegen haben wir das auch jetzt nicht als extra Training in ITIL, weil für uns ist das ja ein übergreifendes Portfolio. Also daher gibt es da ganz verschiedene Ansätze, die dann ausgerichtet sind auf verschiedene Jobprofile. Und wenn man diese Ausbildung jetzt gemacht hat, also sagen wir gehen jetzt mal gerade von der Foundation aus, das ist die Grundlagenausbildung, was bringt es dem Absolventen, ja, also einmal für ihn persönlich, aber auch für seine Arbeit? Ja, also ich denke, erstmal ist es natürlich so, dass ich mich dann, wenn das Unternehmen entschieden hat, so arbeiten zu wollen, muss ich als Absolvent oder als Mitarbeiter ja das richtige Know-how dafür haben, um überhaupt meine Aufgabe erfüllen zu können. Das ist schon mal das, was die Foundation bringt. Also immer diese gemeinsame Struktur, diese gemeinsame Sprache und die gemeinsame Idee. Es ist nach wie vor, gerade in Organisationen, die Software getrieben sind, und das werden immer mehr, ist das ein Riesenthema in Job-Adverts. Also das heißt, es wird viel nachgefragt und man geht davon aus, dass in den nächsten Jahren diese Nachfrage steigen wird von Leuten, die in der Lage sind, sich in DevOps-Umgebungen zu bewegen. Das heißt also, als Individuum oder als Professional hebt das meinen Marktwert, was auch gut ist. Und gerade in tech-getriebenen Unternehmen und Bereichen. Sehr schön. Und vielleicht um einen Punkt noch zu ergänzen, es ist grundsätzlich ja so, dass wir mittlerweile eine Tendenz haben, dass eine breite Ausbildung fast besser ist als eine tiefe. Also die ganz viele Leute, die erfolgreich sind, sind vielleicht Spezialist in einem Thema, aber dann so dieses T-Shape, wie man so sagt, ich habe verstanden, was in der Dev-Abteilung angeht, als ITIL-Spezialist zum Beispiel. Ich weiß, wie die Kunden mit meinen Sachen arbeiten, mit sowas wie Customer Journey. Bin ein ITIL-Experte, aber kann das, was ich dort tue, perfekt einbinden in diesen Flow. Und das ist etwas, was so eine DevOps Foundation natürlich dann auch sauber transportiert. Und das Gleiche ist wie bei ITIL und Prince2, alle 3 Jahre muss man sich rezertifizieren. Oder fällt das bei DevOps weg? Nee, die hatten sogar 2 Jahre. Also als wir das übernommen haben vom DUI, hatten die einen Rezertifizierungsrhythmus von 2 Jahren. Und das wird aber ist gerade in dem Prozess angepasst zu werden, dass alle unsere Zertifizierungen diesen 3-Jahres-Rhythmus haben. Auch mit diesen CPDs arbeiten, die man über dieses PeopleSite Plus Account pflegen kann, wenn man nicht noch eine neue Schulung machen will. Es gelten da dann dieselben Regeln. Aber wir haben das sogar in dem Sinne etwas entschärft. Sehr schön. Gut, dann fällt es ein bisschen kürzer aus als unser ITIL und Prince2-Thema, aber trotzdem hochspannend, hochinteressant. Vielen Dank, dass du da warst und jetzt gucken wir mal, was wir nächstes Jahr machen. Hat Spaß gemacht. Danke. Alles klar. Tschüss.